Meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute sprechen wir über die häufigsten Fehler, die viele beim Deutschlernen machen und wie du sie ganz einfach vermeiden kannst. Denn oft sind es Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Also ob man dich als Sprachanfänger oder schon fortgeschrittenen Deutschlerner sieht. Also ohne weitere Umschweife, lasst uns starten. Fehler Nummer 1. Ein klassischer Fehler ist die falsche Wortstellung, vor allem im Hauptsatz und Nebensatz. Das liegt ganz einfach daran, dass du in deiner Muttersprache eine ganz andere Satzstruktur gebrauchst als im Deutschen. Und vor allem am Anfang fühlt sich der Satzbau in der deutschen Sprache einfach falsch für dich an. Du tendierst daher wahrscheinlich dazu, die Satzbauregeln aus deiner Muttersprache auf die deutschen Sätze zu übertragen. Und wenn du das lange genug machst, wird es am Ende schwer, diese Fehler wieder loszuwerden. Mein Tipp ist daher, merke dir einfache Satzmuster, wie zum Beispiel Subjekt, Verb, Objekt im Hauptsatz und probiere damit verschiedene Sätze zu bauen. Es reichen ganz einfache Sätze. Wichtig ist, dass du diese dann immer wieder laut aussprichst und wiederholst. Außerdem musst du auch noch nebensatzeinleitende Konnektoren kennen, sowas wie wenn, weil und so weiter. Denn wenn wir diese verwenden, steht das Verb nicht auf Position 2 wie im Hauptsatz, sondern eben am Ende des Satzes oder eben des Satzteils. Auch hier empfehle ich dir, zunächst einfache Sätze schriftlich zu formulieren. Natürlich müssen sie richtig sein, denn du musst sie ja richtig lernen. Und dabei kann dir zum Beispiel ein Muttersprachler, Lehrer oder ein Tutor helfen. Also Sätze korrekt aufschreiben und immer wieder laut aussprechen. Wenn du genau diesen Fehler übrigens schnell loswerden willst oder gar nicht erst machen möchtest, aber keinen Muttersprachler, Lehrer oder Tutor zur Seite hast, dann kann dir italki enorm weiterhelfen. Auf italki hast du nämlich die Möglichkeit, regelmäßig mit Muttersprachlern oder professionellen Lehrern zu sprechen. Das Beste, du bekommst direktes Feedback auf deine Grammatik, Artikelauswahl und auch Aussprache, was auch wichtig ist. Die TutorInnen auf italki sind daran gewöhnt, auf individuelle Schwierigkeiten einzugehen. Also perfekt, um deine typischen Fehler gezielt zu verbessern und zu korrigieren. Schau dir italki also an. Es könnte genau das Richtige für dich sein, was du für deinen nächsten Deutsch-Lernfortschritt brauchst. Such dir dazu einfach deinen Lehrer auf der Seite aus und vereinbare eine Probestunde. So kannst du nämlich sicher gehen, dass du auch mit der für dich richtigen Person lernst. Und das Tolle, beim Lernen bleibst du flexibel, denn der Unterricht findet online statt und du kannst ihn individuell mit deinem Lehrer ausmachen. Das heißt, du hast also keine Verpflichtung, wie in einem normalen Kurs regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. Du entscheidest, wann du Zeit hast und wann du lernen kannst und willst. Klicke dazu einfach auf den Link unten in dem Video und lege gleich los. Also verlier keine Zeit und starte gleich mit deinem Tutor. Weiter geht es jetzt aber mit Fehler Nummer 2, und zwar den Artikeln. Denn viele vergessen nicht nur den richtigen Artikel, sondern benutzen gar keine Artikel. Und das ist natürlich für die deutsche Sprache fatal. Vor allen Dingen, wenn man später an die Deklinationen denken muss. Daher ist das richtige Lernen der Artikel wie der, die oder das essentiell in der deutschen Sprache. Das kannst du ganz einfach machen, indem du jedes Mal, wenn du ein neues Nomen lernst, auch direkt den dazugehörigen Artikel mitlernst. Also das heißt, du lernst nicht einfach nur das Wort Sonne, sondern die Sonne. Und nicht einfach nur das Wort Mond, sondern der Mond. Wenn du dich sehr für dieses Thema interessierst und es genau wissen möchtest, dann habe ich auch ein paar Regeln für dich, die dir zeigen, welchen Artikel das Wort benötigt. Und ein Video genau zu diesem Thema habe ich hier gemacht. Denn es gibt bestimmte Wortgruppen und Wortendungen, die zum Beispiel den maskulinen, neutralen oder femininen Artikel verlangen. So sind zum Beispiel alle Wochentage, alle Monate, alle Jahreszeiten maskulin. Ganz einfach.
Und Wörter mit Endungen wie ung, heit, keit und so weiter sind feminin. Wiederum Nomen, die die Endungen chen oder lein haben, also den Diminutiv, brauchen dann wiederum den neutralen Artikel. Wenn du also ins Detail gehen möchtest bei diesem Thema, schau dir unbedingt mein passendes Video dazu an. Das verlinke ich entweder hier oder unten in der Box. Kommen wir zum dritthäufigsten Fehler. Die Aussprache. Auch bei der Aussprache gibt es typische Stolpersteine. Zum Beispiel das deutsche ch in Wörtern wie ich oder dich, also der Ich-Laut. Hier hilft es langsam zu üben und auf den Klang zu achten. Es gibt verschiedene Methoden, mit denen du die Aussprache trainieren kannst. Auch die Umlaute Ö und Ü bereiten vielen Deutschlernern Schwierigkeiten. Dabei kann es gerade hier zu großen Missverständnissen kommen, denn ob man sagt, ich konnte dich abholen oder ich könnte dich abholen, sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Um hier die richtige Aussprache zu trainieren, empfehle ich daher immer das sogenannte Shadowing. Das bedeutet, du schaust dir einen Inhalt an oder hörst dir einen Inhalt an, drückst auf Pause und wiederholst das Gesagte. Du achtest dabei am besten auch direkt darauf, dass die Intonation, also die Satzmelodie stimmt und versuchst die Laute so genau wie möglich nachzumachen, wie sie in dem Originalton oder Video zu hören sind. Je öfter du das machst, desto besser wirst du darin. Kommen wir zum vorletzten Fehler. Fehler Nummer 4. Falsche Wörter im Kontext zu verwenden. Synonyme sind nicht immer Synonyme in der deutschen Sprache und wahrscheinlich auch nicht in anderen Sprachen. Auch wenn sie im Prinzip die gleiche Bedeutung haben, so werden sie oft in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Zum Beispiel, er hat verschlafen versus er hat verpennt. Oder alle waren betrunken versus alle waren besoffen. Während die erste Variante dem Standarddeutsch entspricht, verwenden wir die zweite Variante im Slang, also in der Saloppensprache. Wenn du also Begriffe neu lernst, schaue auch unbedingt auf den Kontext, in dem sie verwendet werden. Und abschließen möchte ich mit Fehler Nummer 5. Deutsch lernen vom Rest des Alltags abgrenzen. Hier möchte ich einen grundsätzlichen Fehler beim Deutschlernen erwähnen. Viele reduzieren den Lernprozess auf ein paar Stunden am Tag. Nach dem Motto, ich lerne 2 Stunden Deutsch und dann habe ich Freizeit. Das ist auch in Ordnung, aber die meisten schauen sich Filme oder Serien in der Muttersprache an oder reden mit anderen nur noch in der Muttersprache und treffen sich mit Freunden, die auch die gleiche Sprache sprechen oder vielleicht Englisch beherrschen. Selbstverständlich lernt man auch so Deutsch, aber der Prozess wird stark verlangsamt. Und was die meisten sich ja eigentlich wünschen, ist, schnell auf ein Sprachniveau zu kommen, mit dem sie problemlos im Alltag zurechtkommen und das für den Job vielleicht relevant ist. Um dieses Ziel schnell zu erreichen, musst du in die Sprache eintauchen. Das bedeutet, nur weil du die Deutschbücher zugeschlagen hast, heißt es nicht, dass du den Deutschschalter ausschalten sollst und zu deiner Muttersprache wechseln sollst. Lies lieber so viele deutsche Texte wie möglich. Schau dir Serien mit deutschen Synchronstimmen an und sprich mit Muttersprachlern. Je intensiver du dich an einem Tag mit der Sprache beschäftigst, sowohl in deiner Freizeit als auch in deiner Lernzeit, umso schneller wirst du lernen. Ganz einfach. Also, ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und auch ein wenig geholfen hat. Wenn ja, like es doch bitte, abonniere meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungen, damit du keins meiner Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal.